Bei der Gründung der Manufaktur war von Anfang an für mich klar, dass ich irgendwie einen Mitstreiter will. Und der Jochen Dronja war den ersten, den ich in Bezug auf das Vorhaben überhaupt interviewt habe. Als Inhaber von der Dronja Sportwagen hat der für mich immer die Sachen an meinem Auto gemacht, die ich selber nicht machen konnte, und hat mir den Know-how-Transfer gegeben. Das ist der lange Typ, der geile Motoren baut. Gutes Beispiel. Wir hatten einen Kunden, ich erzähle das jetzt, kannst du ja ausblenden. Einen sehr guten Kunden aus Wiesbaden. So, der kam mit einem Boxer hierher, hat einen Ölverlust gehabt. War vorher Porsche-Kunde, ist auf Empfehlung zu uns gekommen und der hat gesagt, Jochen, er sagt, mach uns doch bitte den Ölverlust weg. Und da sage ich, du, brauchen wir nicht wegmachen. Er sagt, das ist leicht ölfeucht. Er sagt, das können wir genauso lassen. Er sagt, wenn wir irgendwann eine Kupplung machen müssen bei dem Auto, er sagt, dann können wir das eventuell mitmachen, weil dann Getriebe raus muss. Das Spiel ging, glaube ich, über 4 oder 5 Jahre. Und das Porsche-Zentrum wollten die ganze Zeit damals gesagt, sie haben einen Ölverlust, wir machen den Ölverlust weg. Und irgendwann kam er zu mir und sagte, Jochen, wir machen den Ölverlust weg. Das habe ich dann 5 Jahre lang verneint. Und nach 6 Jahren hat er das Auto verkauft und wir haben den Ölverlust immer noch nicht beseitigt. Was ich damit sagen will, er sagt, wenn das mein Auto gewesen wäre, hätte ich es genauso wenig getan. Ja, und ich kann den Kunden nur das verkaufen, was ich für mich auch machen würde. Also wenn ich irgendwas für Scheiße erachte, Entschuldigung, also dann verkaufe ich dem Kunden nicht, auch wenn er es haben möchte. Ja, also das drücke ich dem einfach auf. Und wenn ich sage, hier, das ist technisch nicht in Ordnung oder das macht technisch keinen Sinn und der Kunde möchte es trotzdem haben, dann mache ich das einfach nicht. Ja, also soll nicht arrogant sein, aber hat irgendwas mit Qualitätsanspruch zu tun und mit technischem Anspruch, die man einfach an eine Sache oder ein Objekt hat. Ich denke, behaupten zu können, dass wir einen überdurchschnittlich großen Qualitätsanspruch haben und ich hoffe, dass wir den auch zu 99,9% erfüllen. Ja. Letztendlich leben wir hier unseren Traum, nichts anderes ist das. Das ist ja alles Liebhaberei, was wir hier machen und wir haben was ein Glück auch das Kundenklientel, was diese Spinnerei einfach mitmacht. Ja. Du willst Smalltalk über den Motor. Wenn man sich das alles so anguckt, sieht das eigentlich alles sehr gut aus. Wir haben den Motor auseinander gemacht, weil der so stark undicht war, dass man das ohne eine Revision nicht mehr in den Griff gekriegt hat. Ich hatte auch nicht erwartet, dass das vom Zustand sehr schlecht sein würde, weil der fuhr ja noch vernünftig. Der spannende Teil ist jetzt, was dabei rauskommt, wenn man die Teile vermisst. Ventilführung, Ventilfedern kommen sowieso neu, das braucht einen nicht zu interessieren. Nockenwellen wollen wir hier ändern, aber in der Regel macht man die auch neu, weil die Pittings haben, aber die sehen wunderschön aus noch.
Also die hätte man durchaus weiterverwenden können. Aber da wir ja ein bisschen mehr Leistung wollen, verwenden wir da andere. Ach, wenn das schlecht wäre, dann hättest du hier viel mehr Verbrennungsrückstände oder du würdest hier irgendwie eine Rissbildung sehen. Gut, die Ventile sind noch drin, deswegen kannst du die Ventile nicht sehen, aber das sieht halt alles extrem gut aus. Ja, da ist auch kein Gewinde vergammelt und so. Es ist nicht verfrickelt, keine Stehbolzen abgerissen, ja, bis auf den einen hier. Aber da ist in der Vergangenheit auch noch nichts gemacht worden. Die jetzt instand zu setzen, ist überhaupt kein Problem. Ist alles toll. Also wirklich gut.